Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schlachtfestes. Ich habe jetzt wieder viele schöne Modelle hier zusammengekratzt für euch und die werden gleich im Schnelldurchlauf im Schlachtfest halt zerlegt. Aber gut, ihr guckt wahrscheinlich das Schlachtfest nicht zum allerersten Mal und wir fangen an. Wir haben hier einen Toyota Celica von Ixo. Ihr werdet gleich sehen, warum er hier teilnimmt. Er ist nämlich stark beschädigt. Ein McLaren von UT, ein Ferrari F40 von Burago, ein Wiesmann von Revell, ein Mercedes 300 SL von Burago. Ihr fragt euch bestimmt, wieso ist der jetzt wieder dabei? Der macht ja schon mal fast bei jedem Schlachtfest mit. Ja, das stimmt. Aber die Teile sind auch fast immer wieder ausverkauft. Ein Opel Calibra von UT. Ein Maestro Hammer H1 von Maestro. Auch total Schaden. Nicht mehr viel zu retten. Ein 1982er Camaro von Sunstar. Ein Ford Transit von China. Und ein 1:24er Maranello von Burago. Diese Modelle werden jetzt gleich im Schnelldurchlauf zerlegt. Wenn ihr von dem einen oder anderen Modell ein ausführliches Video sehen wollt, dann schaut bei mir in den alten Videos nach. Da sind ja schon knapp 1000 Videos inzwischen, Schlachtvideos. Da findet ihr definitiv auch vom Camaro 1, vom SL 1, vom F40 findet ihr sogar ein paar Stück. Vom McLaren UT findet ihr wahrscheinlich auch noch ein oder zwei Videos. Also er ist nicht von jedem Videos. Nicht von jedem Modell habe ich ein eigenes Video, aber so von den gängigen, ne? Also 300 SL und Wiesmann, meine ich, hätte ich auch noch ein Video und Celica auf jeden Fall. Also von einem anderen Celica. Das ist jetzt, ne, Neuauflage. Naja, so, es geht los. Ich werde diese Modellautos, wie gesagt, im Schnelldurchlauf zerlegen. Meistens dauern die Videos also zwischen 3 bis 6 Minuten und die werden dann halt zu einem großen Video gemacht. Aber das solltet ihr inzwischen ja kennen, weil es ja nicht das erste Schlachtfest ist, was ich mache. So, danke fürs Zugucken und viel Spaß. So Freunde, jetzt geht's los. Das Schlachtfest geht erneut in einer neuen Runde. Und es wird hundertprozentig auch nicht das letzte in diesem Jahr noch sein, ja? Da kommt auf jeden Fall noch eins. So, weil ich habe wirklich wieder viel Schrott bekommen. Und ich muss das jetzt erstmal alles abarbeiten. Und deswegen kommt auf jeden Fall noch ein Schlachtfest. Und ich bereite auch gerade jetzt schon das nächste Schlachtfest vor. Obwohl jetzt schon ein aktuelles läuft, stehen schon die nächsten Modelle schon parat. Also die ersten Modelle. Ich muss gleich mal auf den Schrottplatz gehen und gucken, welche Modelle da noch im Weg stehen und ausweichen müssen oder einfach zu viel geworden sind. Ne? So, der 300 SL ist ein extrem begehrtes Teile-Modell. Ne? Also momentan verkaufe ich die Dinger, also Ersatzteile ohne Ende von dem hier. So, das bleibt jetzt hier komplett, weil das wird am meisten gekauft. Das komplette Teil. Genauso wie die Stoßstange vorne und hinten. Die sind auch sehr begehrt. Leider ist das hier schon B-Ware. Die ist schon kaputt. Aber wie gesagt, wird als B-Ware jetzt angeboten. In der Hoffnung, dass vielleicht noch einer die so gebrauchen kann. So, und der Schnelldurchlauf geht zügig. Gott sei Dank gut von der Hand. Keine Sprenzchen. Die Rohkorosse geht aufs alte Metall. Wobei, ich muss mal gucken, wie der Lackzustand ist. Wenn er noch einigermaßen in Ordnung ist, darf er wahrscheinlich noch weiterleben. Sind da aber Lackschäden, dann war es das für den Freund hier. Na komm schon. So. Wenn ihr ein ausführliches Video zu den 300 SL von Burago sehen wollt, dann schaut in meinen alten Videos nach. Da müsste noch auf jeden Fall noch ein oder zwei Videos drin sein, wo ich den ausführlich und ordentlich und detailliert zerlege. Und nicht hier wie jetzt hier im Schnelldurchlauf.
Also momentan werden viele 300 SLs restauriert. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Nachfrage ist sehr hoch nach Teilen. Na komm. So, das war's. Modell Nummer 1 zerlegt. Lacktechnisch sieht er eigentlich noch ziemlich einwandfrei aus. Er darf noch weiterleben, er geht nicht in die Schrottpresse. Oh, schade, ihr seid weggedreht. Ha, ha, ha. Blöd gelaufen. Ja, egal. Der 300SL. Ja, echt. Ich habe die ganze Zeit nur den Boden angeguckt und ich bin am Schwafeln. Aber so ist das manchmal. Gar nicht gesehen, dass die Kamera sich gedreht hat. So, 3 Minuten hat es gedauert. Und also 3 Minuten lang habt ihr den Boden angeguckt. Ja, es kommen noch 9. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit dem Wiesmann GT von Revell. Der ist schon größtenteils zerlegt. Der diente mal als Teilespender. Windschutzscheibe fehlt, Felgen fehlen, keine Ahnung, Spiegel fehlen. Rohkorosse hat auch Lackschäden, die geht wahrscheinlich in die Schrottpresse. Motorhaube sieht auch nicht mehr so besonders aus. Armaturenbrett, Lenkrad ist alles noch da, sehr gut. So, genug geschwafelt. Ich muss Gas geben. Es warten noch sehr viele Modelle auf mich hier. So. Wiesmann-Teile sind irgendwie mehr oder weniger undankbare Teile. Schöne Innenausstattung, keine Gurte, toll. Manchmal verkaufe ich die richtig gut, da gehen die gut weg. Und manchmal ist das nicht so gut. Das sind Solaren, Hüter, was auch immer. Aber wenigstens hat er noch einen kompletten Motorblock, ne? Jetzt achte ich aber darauf, dass die Kamera sich nicht wegdreht. Ja, Achse ist bis auf hier vorne noch ziemlich guten Zustand. Na komm schon. Du bist doch nur geklipst, ey. Mein Gott. Das hasse ich so an diesen geklipsten Türen. Dass man sich da fast in den Finger immer stechen muss. Na geht doch. Guck mal, auch das Armaturenbrett festgenietet, ne? Mein Gott. So, Rest ist genietet. Also, komm her, mein kleiner Freund. Oh, war knapp jetzt. Schade, zu viele Gebrauchsspuren. Boah. Der Dremel meint heute nicht gut mit mir. Guck, die sind auch schon fast fertig, weil das ist ja sowieso ein Wrack hier. Ach ja, der Motorraum ist auch gleichzeitig das Scharnier für die Motorhaube. Da war ja mal was. Aber früher habe ich die unendlich viele zerlegt. Oh, komm schon.
Komm schon raus. So. Gibt's doch nicht. Oh, ein Scheinwischer. Lag wahrscheinlich im Modell drin. So, jetzt noch die Rücklichter und die Scheinwerfer. Die sind aber sehr blöd gemacht, aber die sind jetzt tief in der Karosse drin und da kommt man von innen nicht dran. Nee. Ich habe auch keinen, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe auch jetzt keinen Bock da für so einen Euro-Artikel da mich so abzukämpfen. Ja, die Rücklichter gehen besser ab. Aushebeln. Perfekt. Das war's. Der Wiesmann ist zerlegt. Wer ein vollständiges Video sehen will, geht in meinen alten Videos gucken, da ist bestimmt alles drin. Also Wiesmann zerlege ich nicht zum ersten Mal. Danke fürs Zugucken, es geht zügig weiter. So, weiter geht's. Der nächste Kandidat ist ein 1:24er Burago Ferrari Maranello. Aber das habt ihr eh wahrscheinlich gerade in der Überschrift gesehen. So. Der kam jetzt nicht auf den Schrott, weil nur die Felgen fehlen. Aber sonst eigentlich alles noch tutti completo ist. Pech gehabt, ne? Aber hier, das Modell wird jetzt im Schnelldurchgang zerlegt. Die Teile werdet ihr dann die nächsten, vielleicht sogar heute noch, also wenn ihr das Video seht, heute noch, ist es wahrscheinlich schon online. Das lasse ich jetzt hier komplett, weil das ist sowieso kein teures Ersatzteil ist. 1:24er Rohkorossen, die gehen allesamt in die Schrottpresse, da Nachfrage nahezu nicht existiert. So. Ja, viel muss ich euch jetzt natürlich hier nicht erklären, ne? Das ist ja ein billiges Modellauto, kostet im Schnitt um die 5 Euro. Mal mehr, mal viel weniger. Also, Jacke wie Hose. So, ich bin auch schon fast fertig. Kofferraumdeckel geht komischerweise nicht auf. Aber das ist ja bei den 1:24er Burago ja schon eigentlich relativ oft so, dass die Kofferraumdeckel jetzt nicht mehr aufbekommen. Das heißt nicht mehr, aber klar, die gehen schon lange nicht mehr auf, aber sowas kennt man ja eigentlich immer nur von Revell. So, wir nähern uns auch schon dem Ende. Und das war's. Das geht in den Schrott, das geht in den Verkauf und das geht online. So, ihr habt euch gefragt, warum ist dieser Toyota Celica jetzt hier auf diesem Schlachtfest-Video gelandet? Und warum kriegt er kein eigenes Video? Er ist ein Totalschaden. Selbst das Dach hat eine Beule bekommen, die Rohkorosse ist total fratze, Windschutzscheibe kaputt, Heckscheibe kaputt, Seitenscheibe kaputt. Hier ist wirklich nicht mehr viel zu retten und ein ganzes Video würde sich bei dem hier echt nicht mehr lohnen. Und deswegen wird er jetzt hier im Schnelldurchlauf zerlegt. Aber auch dieses Modell hat schon 2 seiner eigenen Videos bekommen. Schaut in meinen alten Videos nach, da könnt ihr die nämlich finden. Einmal als Rallye-Version, so wie der hier, nur in einer anderen Farbe meine ich. Und einmal die zivile Variante, die Straßenvariante. Auch kurios, ne? Ganze Auto total fratze, aber Antenne dran. Das, was normalerweise als erstes kaputt geht, ist komischerweise hier aber noch voll intakt. Man sieht auch, was passiert ist. Der ist nämlich aus der Verpackung rausgebrochen und hat dann halt seine Runden gedreht in der Verpackung.
Aus dem langen Weg Bangladesch nach Europa hat er seine Runden gedreht. Fröhlich, einsam und verzweifelt. So. Bisschen kalt hier unten. Na komm schon. Oh Gott. Das ist kalt. Eigentlich habe ich ja gerade versucht, die Felgen abzumachen. Aber machen wir jetzt mal was, das mich ein bisschen aufbaut. Oh, Spiegel. So, und weiter geht's. Boah. Da sitzt die Felge aber fest. Ich habe die Befürchtung, dass das Video hier nicht ganz so schnell geht. So. Oh, hier sind auch noch Schrauben. Aber wenigstens nicht im Radkasten, ey. Preislich bewegt dieses Modell sich im unteren Segment so zwischen 40 und 70 Euro rum. Je nachdem, wie ihr Glück habt, ne? So. Ping, 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 ping. Kein Bock, mich jetzt damit zu beschäftigen. Wenigstens hat die Innenausstattung das überlebt. Und die sieht auch noch ganz gut aus. Gurte, Feuerlöscher, 2 Stück sogar, Ersatzrad, Tank. Alles gut dran. Wobei der Tankstutzen hier einfach mitten im Nirgendwo aufhört. Aber das ist mir egal bei diesem Modellauto jetzt. Ansonsten Armaturenbrett ist auch ganz gut geworden. Also Innenausstattung und die Felgen. Hier die Felgen. Sind ganz gut geworden. Typisch X-O, ne? Du bist eh Schrott. Du bist auch Schrott. Auch Schrott. Ja, die Ausbeute bei dem Modell ist natürlich sehr mager. Aber so ist das. Manchmal muss man Modellautos kaufen, wo man weiß, da wird schlecht. Aber so ist es halt. Man darf sich nicht nur die Rosinen rauspicken. Das haben aber einige Leute immer noch nicht verstanden. Die wollen dann immer natürlich die Rosinen haben und den Rest lassen sie am liebsten liegen. Ging doch nur der Scheinwerfer raus und nicht das ganze Ding. Weil ich hatte mal, irgendwo hatte ich mal so ein Modell gehabt, dann ging das ganze Teil ab. Na komm schon, ey, ich wollte keine Stunde hier draus machen. Jetzt kommt die Inhalte raus. Scheiße. Direkt den nächsten Inhalt kaputt gemacht. Wie sieht der denn aus? Das ist auch kaputt, alles klar. Blinker raus.
Rücklichter sind schon raus. Kühlergrill raus. Es bricht mir hier nicht ab, ne? Geht doch. Tankdeckel. Wie lange geht das hier? Oh, schon fast 7 Minuten, ey. Schon zu lang. Beim Schlachtfest darf das maximal eigentlich nur 6 Minuten lang gehen, das Video. So, jetzt aber. Der geht in die Schrottpresse, das geht online. Und es sind noch 2, 4, 5 Modelle, 6 Modelle noch. Geht gut weiter hier. So, und es geht lustig weiter. Der 1982er Camaro nimmt jetzt hier gerade Platz. Der ist schon gut zerlegt worden. Oder kaputt gemacht worden, besser gesagt. Nicht von mir. Ich habe den so bekommen. Ich weiß gar nicht mal, wie ich den bekommen habe. Ich glaube über die Abwrackprämie oder irgendwie so habe ich die bekommen. Aber von dem habe ich auch ein einzelnes Video. Wenn ihr ein ausführliches Video zu diesem Modell sehen wollt, dann guckt ihr mal in alten Videos nach. Da ist auf jeden Fall einer drin. Kann auch sein, dass es ein 85er ist, aber da macht er nicht so groß den Unterschied. So, schönes Sunstar-Modell. Gut gemacht. Leider geht Kofferraumdeckel nicht auf, aber ansonsten... Na, geht doch nicht auf, ne. Ansonsten echt ein gutes, gelungenes Modell. Mir gefällt er richtig gut. Auch in echt gefällt mir der 80er Jahre Camaro richtig gut. Besonders als iRock. Sieht da richtig geil aus. So, ich muss mich mal ein bisschen beeilen, ey. Da dauert wieder alles viel zu lange hier, ey. So. Stark beschädigt, ey. Achsen gebrochen, Spiegel abgefallen. Der stand ziemlich lange jetzt bei mir auf dem Schrottplatz rum. Und jetzt hat er den Weg auf die Schlachtbahn gefunden. Alle Räder abgebrochen, bis auf eins. Keine Gurte. Unverschämtheit. Ach da, Schrauben. Teile sind relativ sehr gefragt von dem Modell. Manchmal reißen sich die Leute um die. Gehen die ruckzuck weg. Und manchmal bleiben sie, aber im Regelfall sind sie eigentlich relativ schnell weg. Und da spielt meistens Karosserieteile, komischerweise. Und Tagerdächer natürlich. Die fehlen natürlich auch nicht. Also zumindest bei mir fehlen sie nicht. Aber viele meiner Kunden. Echt jetzt? Ist da drunter auch noch eine Schraube oder was? Gott Leute, das sollte ein schnelles Video werden. Ne, ist doch keine Schraube. Komm, ich will auch einfach nur den Motor ausbauen. Unter dem Luftfilter. Mein Gott. Ach, ne, geht ja gar nicht. Die Schraube ist, das Gewinde ist ja da. So, und weiter geht's. Zack, zack.
Der Unterboden aus, irgendwelche Defekte. Ja. Warum ist da Heißkleber? Naja, ich gebe dir noch eine Chance. So. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht gesprächig bin, aber ich versuche mich hier gerade ein bisschen zu beeilen, damit das nicht alles immer so unendlich lange dauert. Weil wie gesagt, die Schlachtfeste sollten eigentlich immer so schnelle Videos sein. Sollten. Na komm schon. Das ist schon die Motorhaube. Armaturenbrett, auch ganz gut geworden. Da muss der Dremel ran. Komm, Nummernschild. Nummer 82, ein Jahr jünger wie ich. Bin ja auch ein Kind der 80er. So. Guck mal, geht das gut vorwärts hier. Sehr gut, das ist auch die Heckscheibe. Und ich bin mit einem hübschen Camaro fertig. Boah, ich liebe diesen Camaro, ne? Besonders diese 80er Jahren Farben liebe ich den. Weil ich hatte ihn schon mal in diesem goldbraun verlegt. Geil. Also ich könnte mir gut vorstellen, hier einen echten zuzulegen. Warum geht die Heckscheibe jetzt nicht raus? So, nichts ist großartig zu Bruch gegangen. Alles ging ab. Ja, Tenne sieht zwar nicht mehr so schön aus, aber egal. Achso, so ein Sticker. So, das war's. Der 82er Camaro ist zerlegt. So, und es geht weiter. Der McLaren von UT ist hier auf dem Schrott mit ganz vielen Stickern. Ganz vielen Stickern. Da hatte jemand anscheinend zu viele Stickers übrig gehabt und hat die alle hier drauf geknallt. Ja, und sogar ein BMW-Zeichen hat seinen Platz hier gefunden. Ich meine, klar, ist ein BMW-Motor drin, aber eigentlich ist es ja kein BMW. Zu damaligen Zeitpunkt war ja nur der Motor von BMW. So, üblich wie immer, Spiegelfehl und Scharnierdefekt. Das ist so eine Standardkrankheit bei einem McLaren UT. Und die Felgen haben oftmals Felgenpest. Der hier komischerweise aber nicht. Aber da ich schon vor nicht so langer Zeit schon einen McLaren UT zerlegt habe, gibt es von dem hier halt kein separates Video mehr,
sondern nur ein Schlachtfest-Video und da er schon stark beschädigt ist, nur ein Schnelldurchlaufvideo. So, guck, ohne Fängenpest. Außergewöhnlich, aber wahr. Dank dieser Sticker-Attacke auf diesem Modell wird die Rocco Rosse hier in den Altmetall gehen. Schöner Motor, ne? Ich glaube, von McLaren gibt es auch inzwischen so viele Modelle, dass man echt davon kotzen kann, ne? Sunster Solido hat den jetzt auch noch rausgebracht. Das ist echt schlimm. Sehr schlimm geworden. Preislich ist er jetzt nicht so spektakulär. Bewegt sich im unteren Segment. Das heißt, er ist so im Schnitt ja, um die 30 Euro, 20 Euro, je nachdem wie ihr Glück habt. Ne? Wenn ihr sogar richtig Glück habt, kriegt ihr das Ding auch für 5 Euro, weil derjenige denkt, das ist ein billiger Maestro. Ja, das ist auch schon alles vorgekommen. So, Scheinwerfer weg. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen grob, aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Das zieht sich wieder alles so unfassbar lange. Und das ist ja beim Schlachtfest für mich sehr blöd. Das ist auch geil, ne? Dass er ein 3 Sitze ist. Mit Gurte. Mein Gott. Mit Gurte. Was ich jetzt irritierend finde ist, Gurte hier sind nicht angemalt, aber Gurte da sind angemalt. Warum auch immer. Coole Influencer würden das irgendein englisches Wort whatever sagen oder so, aber ich mag das nicht. Komm, komm. Sehr gut, nicht kaputt gegangen. Aber auch cool, dass mit diesen 2 Innenspiegel, ne? Hier. 2 Innenspiegel. Finde ich voll geil. So, haben wir alles ab. Wir haben alles ab. Der geht in den Schrott. Das geht online. Und es folgen noch 4 Videos. Dann haben wir es geschafft wieder. So, es geht weiter. Der nächste Kandidat ist der Hammer, den ihr vorhin gesehen habt. Ja, hier muss ich nicht zimperlich sein. Hier ist schon viel kaputt. Und ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen zügig. Boah, ist der staubig von innen. So. Ich muss mich beeilen. Das hat das. Die letzten Autos haben mich ein bisschen aufgehalten. Und das ist nicht so gut fürs Geschäft gerade. Ihr fragt euch jetzt, wie nicht gut fürs Geschäft. Ja, aber das sind Modellautos, die zerlege ich, wenn die Kamera aus ist, innerhalb von Minute, 2, 3 oder so. Weil da halt nicht mehr so viel dran zu holen ist. Muss halt schnell gehen. Weil in der Zeit hätte ich nämlich auch ein gutes Modellauto zerlegen können, wo ich halt richtig Geld verdiene. Dazu gehört dieser Hammer jetzt nicht mehr, ne? Der ist Fratze. Deswegen muss es schnell gehen. Weil mit dem verdiene ich jetzt nicht so viel Geld wie jetzt vorhin mit dem 123er von KK. Ja, mit dem verdiene ich ja natürlich ein bisschen mehr Geld. Und deswegen muss das jetzt hier alles zügig gehen. Zügig. Schon fast schon zynisch. So.
Und das Modell ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich habe ja vor kurzem eins zerlegt, ich glaube war auch in einem Schlachtfest. Und da war ein Humvee. Oder war das ein einzelnes Video? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe schon so viele Videos gemacht, ey. Komm, das Dach ist ein kleines hier. So eine Heckscheibe. Dach ist komischerweise wichtig. Das wird gerne gekauft, das Dach. Die Rohkarosse geht in Altmetall, die ist nicht so gefragt. Oh cool, die Antenne ist noch dran. Auch schon eine kleine Seltenheit bei der Maestro Hammer. Und die fehlt nämlich voll oft, die Antenne. So. Scheibenwischer. So, jetzt hier unten irgendwo verbirgt sich noch eine Schraube, an die ich rankommen muss. Ihr habt gesehen, unter dem Nummernschild ist auch eine Schraube versteckt gewesen, ne? Damit macht ihr die Motorhaube ab. So, das war der Motor. Jetzt ist auch die Windschutzscheibe raus. Das war's. Das geht in den Altmetall. Weg damit. Moment. Die Raumverschlüsse brauche ich noch. So, das war's jetzt aber. Der geht in den Schrott. Das geht online. Danke fürs Gucken. Weiter geht's. So, der fühlt sich jetzt hier auf dem Schrottplatz, auf der Schlachtbank gelandet. Aber nur aus dem einen Grund, weil ich habe zu viele von dem bekommen. Und ich muss jetzt mal ein bisschen Bestand abbauen. Und deswegen ist der jetzt hier auf die Schlachtbank geraten. Und das war jetzt von den ganzen Modellen, die ich da jetzt da hinten rumstehen habe auf dem Schrottplatz, der am schlechtesten. Also der mit dem schlechtesten Zustand, sagen wir mal so. Und deswegen muss er jetzt weichen. Fast alles kaputt an dem hier Arm, ey. Was hat man dir nur angetan? Teile sollten eigentlich genug online sein. Schnellverschlüsse sind immer beliebt, weil die immer nach einer Zeit werden die porös und reißen ab. Oder die Leute wissen das nicht besser und ziehen direkt an der Motorhaube, oder Kofferraumdeckel besser gesagt in dem Fall, und zerstören damit die Pinne. Alles Schrott, alles zerkratzt und zermackt. Wobei der Kofferraumdeckel jetzt eigentlich... Die Lippe war im schlechteren Zustand. Er hat auch Lackschäden. So. Das Schöne ist, der E40 zerlegt sich super einfach. Ich habe ja erst vor kurzem einen restauriert. Das war nämlich ein Sondermodell von Idee und Spiel. In der Deutschland-Lackierung. Schwarz-Rot-Gold. Nur ich habe die richtigen Ferrari-Lacke genommen. Und nicht einfach Burago schwarz und alles. Burago schwarz ist ja auf jeden Ferrari drauf oder jedes Modellauto. Oh.
So. Na komm schon, mein Gott. Komm schon. So porös, dass eigentlich... Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt gehst du auf einmal ab. Man hört das Knacken des Kunststoffes, das so alt und so porös ist. Guck mal. Guck mal, Alter. So schwer habe ich noch nie eine Felge abbekommen von einem R40, echt. Normalerweise kann man die einfach so runterziehen. Boah, ist der verstaubt. So, alles Schrott. Typisch wie immer, Achsaufhängung kaputt bei dem hier. Boah, die porös. Meine Fresse, sind die verstaubt, ey. Scheint einer aus den ersten Jahrgängen zu sein, aus den 87er noch. Und ich Idiot habe gedacht, das wird ein schnelles Video. Und selbst die Aufkleber auf den Gurten gehen flöten. Da fehlt ein Schnellverschluss. Boah, Alter, ey, was hast du für eine Felge gerade, ey? Dabei kriegt man die Felgen von Burago manchmal nur durch böses Angucken schon ab. Aber die Felge war echt wie die war. So. Das war's. Das geht auf den Schrott. Das geht online. 5 Minuten, ey, bam. So, wir haben den Opel Calibra jetzt auf der Schlachtbank. Und das Zerlegen eines Calibras ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss einfach nur die Schrauben lösen. Ja. Ja, manchmal ist das so einfach. So. Ich habe schon öfters einen Calibra zerlegt, weil die kommen meistens immer wegen den gleichen Gründen auf den Schrott. Immer haben sie abgebrochene Spiegel, kaputte Windschutzscheiben. Oder wie hier hat einer Schrauben durch die Karosse gejagt, durch den Unterboden gejagt. Der ist jetzt natürlich auch Schrott. Diffuser, komm schon. So. Muss ich beeilen. Jetzt kommt gleich noch ein großer Kandidat. Gleich hier rauf, nämlich der Transit. Als Finalmodell. Das ist nämlich der vorletzte. So, aber auf jeden Fall nicht das letzte Modell in diesem Jahr, was ich zerlege. Oder vorletzte. Es werden auch richtig viele kommen. Meine Schlachtbank ist nämlich voll. So. Hier fehlen schon die Felgen. Aber ich glaube, ich habe die verkauft gehabt. Einer hat mich mal angeschrieben gehabt, dass er unbedingt die Felgen braucht. So. Ach, blöd, ey. Voll die Schraube hier vergessen. So. Die graue Innenausstattung. Es
gibt ja zwei Varianten. Es gibt einmal eine gelbe und einmal die graue. Achtung bei dem Modell. Es gibt welche mit Zinkpest. Nicht alle, aber einige. Wer ist der Fahrer? Rosberg. Keke Rosberg. Mein Gott, waren die Eltern kreativ. Wie nennen wir unseren Sohn? Keke. So. Toll, die Windschutzscheibe ist kaputt gegangen. So ein Scheiß, ey. Ja. Mach ich jetzt gleich. Ja, ein bisschen zu fest drauf gedrückt und reicht schon, ne? Das Blöde ist, es wartet jemand auf eine Windschutzscheibe. Ja, jetzt kann er noch länger warten. Wobei der Kaliber eigentlich ziemlich oft auf den Schrott landet. So, ich glaube allein dieses Jahr sind schon mindestens 6 Kalibras auf dem Schrott gelandet. Na komm, Antenne. Selten, dass die Antennen noch dran sind. Oh, hier wurde schon mal geklebt. Die Rücklichter sind schon geklebt worden, ja. Und abgebrochen. Ja, seht ihr? Alles Kleber. Tja, jetzt gehst du auch, ne? Jetzt gehst du ab, du Schweinehund. Scheinwerfer wurden auch schon geklebt. Aber da geht es Gott sei Dank noch einfach ab. Sehr gut. Und das Modell ist zinkpestfrei. Normalerweise würde der jetzt schon auseinanderbrechen. Aber er hat Deco stehen. So, das war das vorletzte Modell. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Gott sei Dank mal. Und jetzt kommt der Transit. Das Finalmodell. So, das größte Schlachtfestmodell ist jetzt endlich mal auf der Schlachtbank. Es ist der Ford Transit aus China. Pfaff oder Fangxing oder Red Flag oder wer weiß auch immer hier hinter steckt. Er ist jetzt hier im Schlachtfest gekommen, weil er schon komplett zerlegt ist. Er ist wirklich eigentlich nur noch notdürftig zusammengeschustert worden. Innenausstattung fehlt, Felgen fehlen, obwohl drin liegen Felgen. Aber ich glaube, das sind nicht seine, aber mal gucken. Vielleicht sind es ja doch seine. Oh, blöde Transportsicherung. Oh, das ist aber nervig jetzt, ey. Guck mal, selbst die Scheiben sind nur notdürftig geklebt worden. Der Unterboden. Weil er halt schon so stark zerlegt ist, gibt es halt kein eigenes Video. Ja, es sind seine Felgen. Hier, Innenausstattung fehlt. Das sind seine Felgen. Wow, sogar der Dachhimmel ist aus Stoff. Das ist schon nicht schlecht. Schon alles ab. Komischerweise sind die Schrauben rostig. Das ist kein gutes Zeichen.
Transit. So, den habe ich in Zahlung genommen. Schöne Grüße an dich. Ich weiß, du guckst das Video. Auch ein treuer Zuschauer. So. Gott, sind die Schrauben rostig, ey. Was ist denn die passiert, ey? Hat ziemlich viel Feuchtigkeit abbekommen. Schade, dass hier so viel schon fehlt. Ich hätte euch gerne die Innenausstattung gezeigt. Die wäre bestimmt voll geil gewesen, ne? So, komm schon. Meine Güte. Warum machst du das kompliziert? Die Motorhaube geht gar nicht auf. Krass, ich hatte gedacht, die geht auf. Ein China-Modell, wo nicht alles aufgeht, ey. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Normalerweise geht bei denen immer alles gut auf. Und man sieht auch, dass ursprünglich auch... Doch, die geht auf. Ah, die ist festgeklebt. Oh, ich wollte schon sagen. Aber kein Motor mehr drin. Nö, auch nicht in der Innenausstattung. Den Motor wurde anscheinend für ein anderes Modellauto mal gebraucht. Oh mein Gott. Ja, fall doch mal runter. Ui. Meine Beine danken es dir. Oh Gott, die scheiß Teserband jetzt. Spiegel abmachen, bevor die sich von alleine ablösen. Oh, guck mal, viele Teile raus dafür, dass hier schon so viel fehlt. Oh, schlechte Lackierung. Ich hoffe, das ist auch nur schlechte Lackierung und nicht schon ein bisschen mehr, weil einige, ich hatte auch schon mal ein paar China-Modelle da gehabt, die hat Zinkbest. So einen komischen Rover habe ich mal gehabt. Boah, der war schlimm. Der war schlimm getroffen von der Zinkbest. Rover oder Rover, irgendwie so hieß der. Oh nein, die Schraube ist rund. Ich hoffe, ich kriege die noch ab. Ach, Gott sei Dank. Puh. Normalerweise müsste jetzt die Stoßstange abgehen. Ach, die ist, oh Gott. Die ist hier noch am Kotflügel verschraubt. Oh, cool. Cool. Das ist cool. Dass man sogar die Kotflügel abschrauben kann. Hat zwar gar keinen Sinn, aber... Meine Fresse, sind die Schrauben rostig.
Kotflügel. So, jetzt müssen wir die Stoßstange abgeben. Warum geht die Stoßstange nicht ab? Aha, jetzt kommt sie. Mit viel Liebe zum Aushebeln. Und sogar der Scheinwerfer ging sogar mit ab. Yay. Yay. Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden, Transit. Du machst es gerade ein ziemlich langes Video draus. Boah, Alter. Das sind ja nur Fragmente von den Schrauben übrig. Oh, die lasse ich. Das mache ich nicht mehr ab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Windschutzscheibe abbekomme. Oh, Gott sei Dank. Ohne Bruch. So, Hecktürchen. Die Schrauben vom Himmel sind stark verrostet. Ah, Gott. Jetzt versuche ich natürlich die Hecktür rauszubekommen, aber das sieht auch nicht gut aus. Die sind zwar nicht verrostet, aber sie sind genietet. Aber ich frage mich, wer dazu getrieben hat, ein so teures Modellauto, weil der kostet ja weit über 100 Euro, als Teilespinner zu nehmen. Was hat man denn sich da aufgebaut? So. Eine Niete ging ab, die andere nicht. Aha. Aha, aha. Aha, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt hier nicht abgehen will. Geht doch. Oh, toll. Mir auch scheißegal jetzt. So, jetzt auch die Rücklichter. Ein Rücklicht. Und das andere Rücklicht. Das war's. Fertig ist das Schlachtfest. Puh. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. So, ich bin durch mit dem Schlachtfest. 10 Modelle haben im Schnelldurchlauf das Ende kennengelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Auswahl. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn das heißt Schlachtnacht, Schlachtfest, Mega Schlachtnacht und was auch immer. So, das war's. Danke fürs Zugucken. Bis demnächst.